Noch ein kurzer Schluck. Und dann geht's auch schon los. Hallo. Nach so viel Sport haben wir uns jetzt doch eine Pause verdient. Oder ich mir auf jeden Fall. Und ich mir auch. Natürlich. Und deswegen habe ich uns ein gutes Getränk gerichtet. Ein vorzüglicher Apfelbeerensaft. Besser geht's eigentlich nicht. Herrlich, ganz was Besonderes. Und mit dem würde ich sagen, stoßen wir auf ein grandioses Jahr an. Ganz genau. Herzlich willkommen zu unserem großen Jahresrückblick. Vielleicht habt ihr es ja gelesen, unsere Lego-Stadt ist jetzt vor ein paar Tagen erst ein Jahr alt geworden. In dem Jahr hat sich viel getan. Es war eigentlich, naja, jetzt im Großen und Ganzen vielleicht für die Allgemeinheit nicht so gut, wie es vielleicht sein hätte können. Wir haben aber trotzdem das Beste draus gemacht und möchten euch jetzt ein paar Highlights aus unserer Lego-Stadt, auch dem Kanal und unserem privaten Umfeld mitteilen. Ja, wo fangen wir denn an? Vielleicht ungefähr vor einem Jahr, also beim Jahreswechsel 2019-2020, in den Tagen vor Silvester haben wir begonnen mit unserer Lego-Stadt. Falls ihr den Post noch nicht gesehen habt, ich habe es euch auf Instagram und Facebook, habe ich euch ein paar Fotos gepostet und auch eins auf YouTube im Community-Tab. Also ich glaube, das dürftet ihr dann schon gesehen haben. Und es ist sehr lustig, wir haben extrem viele Kommentare bekommen und es gibt viele, die nicht glauben können, dass unsere Stadt erst ein Jahr alt ist. Richtig, ja. Es ist aber so. Falls ihr euch dafür interessiert, wir haben bei unserem 1000 YouTuber-Abonnenten-Spezial da ein paar Impressionen gezeigt, wie das Projekt so zustande gekommen ist und auch wie es nach dem ersten Abend am 27. Dezember 2019 ausgesehen hat. Also falls euch das interessiert und ihr das noch nicht gesehen habt, dann bitte schaut dort rein. Auf jeden Fall. Das heißt also, wir haben eigentlich ganz gut und euphorisch sind wir ins Jahr 2020 gestartet. Damals wusste man ja noch gar nicht, was so los war. Wir haben dann gleich mal nach Silvester den Bücherladen bestellt aus der Creator Expert Serie. Da war die Welt noch in Ordnung. Das war auch ein gutes Set. Der ist dann kurze Zeit später schon in die Lego-Stadt reingekommen. Wir haben dann im Januar 2020 damit begonnen, unsere ersten YouTube-Videos über die Stadt zu posten. Damals noch relativ klein. Unser Kanal hatte unter 100 Abonnenten. Wir haben uns da... Ich glaube auch, waren es nicht so um die 40, 50 oder sowas? Ja, gefreut. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut über jeden Kommentar und über jeden Klick. Also das war wirklich der Wahnsinn. Wir haben dann auch ein paar Reviews gemacht von Sets, die wir uns gekauft haben und ja, waren voll drin in der Stadtgründung und in dem, was wir eben über die Stadt alles zusammenbringen. Dann kam eine doch etwas andere Zeit, so Ende Februar, Anfang März wurde es ja dann bei uns auch ein bisschen anders. Wir haben die Zeit aber eigentlich ganz gut genützt, finde ich. Auf jeden Fall. Denn wir sind dann ja wirklich glücklicherweise zu Building Bricks for Happiness gekommen und hatten dort oder bekamen dort die Chance, dass wir uns ein bisschen vorstellen, unseren Kanal ein bisschen vorstellen, unser erstes größeres Mock vorstellen. Das weiß ich noch ganz genau, wie extrem nervös wir waren bei unserem ersten Stream, wo wir unser Shopping Center gezeigt haben, wo wir noch nicht mal ganz fertig waren. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt und sehr amüsant. Und dann ging es bergauf, auf jeden Fall. Richtig, genau. Also wir haben beide eigentlich sehr früh gemerkt, dass so die Klemmbaustein-Szene, die deutschsprachige auf YouTube und auch sonst wo, eine ist, wo wir uns sehr schnell wohl und heimisch gefühlt haben. Stimmt. Wir haben da sehr schnell sehr nette Leute kennengelernt, mit denen wir natürlich jetzt noch immer in sehr gutem Kontakt sind. Die haben uns viel Tipps gegeben, viel inspiriert auch natürlich. Speziell am Anfang braucht man da ein bisschen Unterstützung, manchmal auch mit den YouTube-Videos. Das stimmt. Wir haben dann ein paar Tipps, was wir besser machen könnten, was wir
ja, generell, wie wir das alles aufbauen könnten und so weiter und so fort. Das war schon echt, echt hilfreich und hat uns sehr geholfen. Genau, wir waren dann also im Frühling, März, April und auch Mai in sehr vielen Streams zu Gast bei Building Bricks for Happiness, haben da über viele interessante Themen gesprochen, sind da wirklich mit vielen Leuten in Kontakt gekommen und damals war natürlich dann auch die große Zeit des Städteaufbaus. Ich kann mich erinnern, da haben wir zum Teil jeden Tag, also wirklich 7 Tage in der Woche, ein Update zu unserer Stadt rausgebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Nebenbei haben wir noch Dutzende alte Sets komplettiert, Steine-Konvolute gekauft, unsere Teilesammlung mehrmals sortiert und aufgebaut. Also wir hatten da natürlich dieses Zeitfenster ideal genutzt. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Das stimmt. Aber das bringt mich noch zu einem Thema, was auch jetzt in die Kommentaren extrem hervorgekommen ist, weil viele es ja unglaublich finden, dass unsere Stadt erst ein Jahr alt ist. Und da haben sehr viele gefragt, wie das nur möglich sein kann, dass wir quasi auch bei den ersten Fotos dann doch schon so viele Sets in der Stadt haben. Und ich glaube, die meisten wissen es, aber trotzdem nochmal, wir haben natürlich schon Sets vorher aufgebaut. Also Christoph hat ja schon über Jahre Sets gesammelt. Und die wurden schon vorher aufgebaut, speziell auch Christophs Mom war da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und hat uns da sehr viel geholfen, denn ansonsten wäre das natürlich nicht möglich gewesen, dass wir jetzt binnen einem Jahr, oder vielleicht wäre es auch möglich gewesen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht so in der Form, dass wir so viele Sachen in unserer Stadt haben. Wenn wir das alles erst quasi am 27. Dezember 2019 begonnen hätten, die ersten Teile bei den Modular Buildings oder sonstiges zu setzen. Das wäre natürlich anders gelaufen dann. Das ist vollkommen richtig. Ja, wir hatten da natürlich ein bisschen eine Starthilfe, weil wir ja schon vieles jetzt aufgebaut hatten. Rita hat das richtig gesagt. Genau. Es kam aber trotzdem relativ viel dazu. Wir hatten dann im Frühling das Vergnügen, ein paar wirklich hochkarätige Lego-Sets in die Finger zu bekommen. Mitunter war dann die Pirates of Barracuda Bay, ein tolles Set im April. Kurze Zeit später kam dann das Haunted House raus, also das hat dir besonders gut gefallen in der Fairground Collection, wie es ja jetzt heißt. Also da kamen viele tolle Sets auf den Markt und wir waren da wirklich sehr lange auch beschäftigt damit, dass wir alte Sets komplettieren konnten. Uns erreichten dann die ersten großen Bestellungen von Bricklink, wo wir dann Steine für die Stadt gekauft haben. Ich erinnere mich auch noch, du hast einen alten Hafen mal noch nachgekauft, damit du den quasi erweitern kannst. An den erinnere ich mich noch, das weiß ich. Genau, hast du in unserer Gegend wo abgeholt. Und es waren dann auch so die ersten Meilensteine der Stadtgeschichte. Einerseits, wir erreichten dann relativ schnell die 1000 Abonnenten auf YouTube, was uns sehr gefreut hat. Ja. Und wir sind auch immer wieder dran geblieben und haben immer Videos weitergemacht und auch weitergebaut. Und die Downtown wurde dann sehr schnell eigentlich zum jetzigen Stand ausgebaut. Also das war dann so ziemlich das Erste, was wir mehr oder weniger fertig präsentieren konnten. Dann kamen auch die großen Figuren, Kartons dazu. Wir haben ich habe es ja gesagt, bei eBay und in den Kleinanzeigen ich glaube fast 2000 Figuren gekauft, weil wir gesagt haben, die Stadt muss irgendwie belebt werden, das kann so nicht weitergehen. Also da kamen dann viel Updates, auch zu deinem Vergnügungspark gab es dann immer wieder relativ viel zu berichten, was dann alles geschah. Ja. Das erinnert mich übrigens auch daran, es ist, falls euch das interessiert, wir haben das jetzt nämlich in den letzten Tagen gemacht, quasi um zu feiern unser einjähriges YouTube-Stadtjubiläum, haben wir begonnen, dass wir uns die ersten Videos nochmal durchschauen. Und es ist so interessant, also speziell für uns natürlich extrem interessant, dass manche Sachen schon relativ schnell, was heißt fertig, nicht waren, aber schon relativ schnell sehr weit waren und andere Teile sich dann noch komplett verändert haben oder komplett an andere Teile der Stadt gewandert sind, wie zum Beispiel eine Baustelle oder sonstiges. Und das ist schon echt cool. Also da ist es echt, wenn ihr da so mal zwischendrin hin und her hüpft zwischen den ersten Videos und dann in die Mitte und so weiter, das ist echt interessant.
Ich kann mich auf jeden Fall noch gut daran erinnern, wie stolz wir beide waren, als wir euch die fertige Zugstrecke präsentieren konnten. Das war auch relativ am Anfang, wie dann der erste Zug eine komplette Runde rund um das Layout gefahren ist. Ja. Das war ein Moment, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Genauso wie an die Eskapaden mit dem Berg beim Winterdorf, weil ich glaube, das 3 oder 4 Wochen lang gedauert hat. Ja. Bis wir da mal was Vorzeigbares für euch hatten, was dann auch gut ausgesehen hat. Ist bis heute nicht ganz fertig, aber macht nichts. Und ja, so haben wir uns dann eigentlich Stück für Stück weiterentwickelt mit der Stadt und sind, muss ich sagen, auch auf vieles noch draufgekommen. Wir haben tausende Steine in den Gehsteig reingeschmissen. Also ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt sind. Ich glaube 20.000, 25.000 Steine sind das mittlerweile schon. Wir haben viele Mocks fertig gebaut. Das ist dann unser Zoo. Ihr schreibt immer wieder, ihr wollt gerne einen größeren Zoo. Schauen wir mal, ob sich das mal ausgeht. Das war unser erstes Mock. Auch das Einkaufszentrum wurde dann in die Stadt verfrachtet und schön eingebaut. Also da waren dann wirklich große Meilensteine der Stadtgeschichte, die wir da mit euch feiern konnten und was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Das stimmt. Allein das Einkaufszentrum, ich kann mich noch erinnern an den Transport des Einkaufszentrums, was ein Horror war, denn wir haben das ja natürlich bei uns in der Wohnung aufgebaut und nicht in der Stadt, weil wir ja dann trotzdem auch wieder sehr viel hier waren zu Hause und da haben wir gedacht, dann quasi verplempern wir nicht Zeit in der Stadt für eben dieses große Mock und das dann zu transportieren, das war echt ein Wahnsinn. Auf einer riesen Holzplatte haben wir das irgendwie ins Auto gehievt, ist trotzdem einiges wieder kaputt geworden und hin und her, aber das war schon echt ein Wahnsinnsprojekt. Allein der Transport war ein Ganz Wahnsinn. Richtig, ja, ganz richtig. Das war echt ein Wahnsinn. Genauso wenig oder genauso spektakulär mindestens war auch die Aktion, wie wir unser Stadtlayout erweitert haben. Stimmt. Um, ich glaube, fast 20 Quadratmeter. Das Problem war, wir hatten das schon längere Zeit vor, aber bei uns waren ja die Baumärkte so lange geschlossen. Wir konnten nirgends hinfahren. Als die dann offen hatten, waren dann diese Platten, die wir verwenden, überall ausverkauft. Und wir sind dann endlich mal in einen Baumarkt gefahren, eigentlich relativ weit von der Lego-Stadt entfernt, wo es diese Bauplatten dann gab, diese Spanplatten, haben dann das Stadtlayout erweitert. Das war dann auch unsere erste Premiere mit einem YouTube-Video, was auch total interessant und lustig war, das mal zu sehen. Dann feierten wir kurze Zeit später schon die 2000 Abonnenten. Ja, und auch so interessant jetzt zum Anschauen eben, wenn man sich ein altes Video anschaut, wie schmal unsere Stadt mal war. Also das hört sich jetzt irgendwie ganz lustig an und speziell, ich glaube, wenn ich das meinem Ich vor circa einem Jahr gesagt hätte, dass unsere Stadt schmal ist, dann hätte ich wahrscheinlich mir auch den Vogel gezeigt, aber es ist wirklich ein Unterschied. Also es ist echt so cool, wie sich das wirklich entwickelt hat und dann sieht man halt wirklich diese Sprünge. Extrem. Heute geht man rein und ist das so gewöhnt, wie das aussieht, aber damals war das noch nicht selbstverständlich, dass die Stadt einmal um so vieles gleich auf einmal vergrößert wird. Dann gingen wir auf jeden Fall in einen sehr entspannten Sommer. Wir sind eigentlich nirgends wirklich hingefahren, außer ins Legoland, auf das kommen wir dann gleich noch. Der Sommer startete auf jeden Fall grandios mit dem Release des Krokodils, was mich sehr gefreut hat. Das war wirklich ein Set, was mich wirklich total begeistert hat und nach wie vor, was mir sehr gut gefällt. Und ja, ihr habt es dann mitbekommen, im selben Monat Juli haben wir uns dann vermählt. Rita hat das dann für gut befunden, dass sie denkt sich wahrscheinlich, sie will natürlich bei so einem tollen Mann, der so viel Lego zu Hause hat, bleiben. Das ist ja ganz klar. Eben, das muss man irgendwie fixieren. Und das habt ihr dann sicher mitbekommen. Das war auch eine ganz tolle Zeit. Da kamen wir natürlich dann ein paar Tage ein bisschen weiter weg vom Stadtprojekt, das ist ganz klar. Aber auch total nett. Und ihr wart da so nett zu uns und habt uns so viele Glückwünsche geschickt und habt uns wirklich so viele nette Worte geschickt, also das war ganz toll. Und wir sind dann ein paar Tage nach unserer Hochzeit ins Legoland gefahren. Auf Hochzeitsreise.
auf Hochzeitsreise, ja. Was eigentlich nicht so geplant war, denn wir wollten ja eigentlich Richtung USA starten oder Hawaii oder sonstiges. Es wurde dann das Legoland. Ich bin aber nicht sauer drüber, muss ich sagen, denn es war echt eine coole Zeit dort und wir haben so schön genächtigt in der Ritterburg. Du sagst es, ja, es waren 2 total coole Tage im Legoland, die Übernachtung. Vielleicht habt ihr da unsere Vlog-Serie gesehen, wir haben uns da mal einfach versucht, ursprünglich hatten wir nicht vor, von unserem klassischen Konzept abzuweichen, aber wir haben uns gedacht, fürs Legoland, da können wir euch mal ein bisschen was anderes zeigen. Es sind insgesamt 7 Videos geworden, die wir da gefilmt haben und da war die Resonanz auch sehr positiv und wir hoffen, dass wir im Jahr 2021 auch wieder ins Legoland kommen. Vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen von euch. Das wäre cool. Die Videos sind total cool geworden. Wir haben in dieser Fabrik eingekauft wie die Blöden. Ja. Es war unglaublich und auch ein paar von diesen exklusiven Sets, also das war auch ein tolles Erlebnis und das hat uns auch, glaube ich, vom Mindset her und von dem Ganzen noch ein Stück näher zu Lego gebracht und zum Hobby, weil wir dort so viele tolle Dinge gesehen haben. Das stimmt. Und, ja, das war eigentlich ganz eine coole Geschichte, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren dann im Sommer auch noch 1-2 Mal in Wien im Lego Store, dort waren die Leute auch sehr nett zu uns. Da haben wir uns wahnsinnig gefreut bei jedem Besuch. Auf jeden Fall. Das war wirklich toll. Ja, und es war einfach, die sind so zuvorkommend dort und obwohl man sich ja selbst die Steine nicht mehr rausnehmen darf, haben die echt einen super Job gemacht und auch sehr viel Geduld mit uns gehabt. Wir sind da ja ewig bei diesem Brett gestanden zum Auswählen, welche Steine wir jetzt gerne hätten und wie viel wir davon hätten. Bis wir dann das quasi fertig geplant hatten, haben wir schon wieder vergessen, was wir eigentlich am Anfang gesagt hatten. Also danke auch dafür, dass die Leute da so geduldig sind. Ganz richtig, ja. Also wirklich tolle Angelegenheit. Im Sommer ereilten uns dann noch mehrere Nachrichten. Einerseits kam Super Mario auf die Leinwand von Lego. Wir sind eigentlich sehr große Nintendo-Fans, wie ihr vielleicht im Video-Intro schon bemerkt habt. Die Mario-Sets, wir haben nur das Starter-Set, da sind wir momentan noch eigentlich ich bin noch immer am Überlegen, ob das jetzt gute Sets sind oder nicht. Mal sehen, zum Spielen für Kinder auf jeden Fall. Apropos Kinder, es ereilte uns dann noch auch eine weitere Nachricht, wo wir so viele nette Kommentare von euch bekommen haben, dass wir bald einen neuen Baumeister bekommen. Das war ja auch irgendwann im Sommer. Da waren wir echt sprachlos und haben uns so sehr gefreut. Werden wir sehen, wie das nächstes Jahr wird. Es kann durchaus sein, da sind wir ganz realistisch, dass wir vielleicht speziell am Anfang mal ein bisschen zurückschalten müssen mit YouTube. Kann sein, dass wir da mal ein bisschen langsamer werden, was die Start-Updates anbelangt. Aber vielleicht übernehmen dann unsere Mütter unseren Kanal. Kann durchaus sein, dass das so wird. Nachdem sie letztens dann so hoch motiviert waren nach ihrem Video. Wer weiß. Ja, also und bis dahin hatten wir, also im späten Sommer oder auch eigentlich schon davor, hatten wir wirklich jeden auch in unserer Familie von dem Projekt überzeugt und es waren alle hoch begeistert und wirklich fasziniert davon, mindestens genauso wie ihr oder fast genauso. Im Sommer kamen dann noch mehrere große Teilebestellungen rein von Bricklink. Ich kann mich noch erinnern, wir haben, ich glaube, insgesamt 15.000 oder 16.000 sogenannte, wie sie Rita immer nennt, Wassersteine im Meer verbaut vom Strand. Der wurde dann saisongemäß ganz toll aufgehübscht. Das waren Tage und Nächte des Fliesenplatzierens. Das war unglaublich, aber ich finde, das hat sich gelohnt vom Aufwand her. Und es ist einfach so schön. Also ich weiß nicht, ich glaube, bei Straßensteinen, also bei den Gehsteigen, habe ich ja nicht so eine Geduld. Einfach, weil mir gefällt es dann zwar schon, wenn es fertig ist, aber irgendwie an sich die Steine gefallen mir nicht so gut. Aber bei den obwohl es genau dieselben sind, nur in einer anderen Farbe. Ja, stimmt. Aber die Wassersteine sind einfach so schön und es ist egal, was man damit macht, also egal, ob es jetzt der Hogwarts-See ist oder ob es eben das Meer war, es ist einfach so schön, wenn man die reindrückt, dann wird es gleich so viel schöner, das ganze Layout. Richtig, ja. Das motiviert einen. Also das war eigentlich, im Sommer haben wir sehr viel Zeit mit dem Strand verbracht. Oh ja. Wir haben dann auch noch auch viel hinter den Kulissen gearbeitet. Ich kann mich noch erinnern, mit dem Gartenschlauch
draußen im Garten, Dutzende Sets aus meiner ja. Kindheit abgewaschen und teilweise auch in der Waschmaschine, und da waren zum Teil noch in irgendwelchen Kartons verstaubte Sets drinnen. Zum Beispiel da haben das Time Cruiser Set. ja, diese Time Cruisers Geschichte kommt aus der Ja. Zeit, und auch Ja. viele alte Fahrzeuge Ja. und diese Fahrradfahrer vom Team Telekom, Stimmt. lauter solche Sachen. Also da kam dann wirklich viel auch wieder in die Stadt dazu an Sets, die wir gar nicht kaufen mussten, weil wir sie schon zu Hause hatten. Sie waren nur irgendwo in Kisten, teilweise halb fertig. Und ja, wir sind dann in den Herbst gestartet. Voller Elan natürlich, es ging dann wieder los. Einerseits natürlich auch beruflich mit Rita, weil sie ja ab Herbst dann wieder mehr Arbeit hatte. Aber es kam gleich zum Beginn des Herbstes ein Set raus, welches Rita heiß liebt, und zwar die Winkelgasse. Oh ja. Da hatten wir also viel zu bauen. Das Set haben wir hier in der Wohnung aufgebaut und dann in die Stadt transportiert. Passend dazu übrigens hätte ich mir hier ein kleines Minifiguren-Set hergerichtet, weil ich mir gedacht habe, das könnte ich eigentlich nebenbei aufbauen, weil es sehr abgelenkt. Ja, wir haben so viel zu erzählen. Es ist dieses Jahr so viel passiert. Ja, extrem. Wir hatten dann im Herbst schon über 100 Videos auf unserem Kanal online. Unglaublich. Es war wirklich, wirklich toll, und es wurde immer mehr von der Resonanz her und von der Community, die wuchs wirklich stetig, Ja. aber wirklich immer mehr, und es freut uns auch so, dass wir viele Leute, wir haben jetzt zum Beispiel auch bei unserem Weihnachtsstream, auf den wir dann auch noch kommen, wieder bemerkt, dass wir so viele Zuschauer haben, die uns schon wirklich ab Stunde 1 verfolgen, und Das ist so das ist cool. so schön, und Ja. ja, also wirklich, da sind wir ganz wuschig. sprachlos eigentlich. Im Herbst haben wir dann angefangen, auch den hinteren Teil des Stadtzentrums immer schöner zu machen. Da wurden dann Gehsteige gefliest, Parkanlagen angelegt, auch der Hast du eine Schere Wohnbereich. dazu? Natürlich, Danke. immer bei der Hand. Auch der Wohnbereich wurde verschönert und mehr oder weniger herzeigbar gemacht. Dann kam natürlich der stimmt. große Moment, als die Monorail das erste Mal durch die Stadt fuhr. Das war ganz besonders toll. Gefällt uns auch heute. Die lassen wir übrigens auch demnächst wieder mal fahren. Wirklich eine ganz tolle Angelegenheit, die mich eigentlich heute noch sprachlos macht, dass wir das so gut geschafft haben. Und jetzt in den Winter rein ist ja die Realität wieder so, dass es aus diversen Gründen ja auch wieder Building Bricks for Happiness gibt, wo wir auch schon wieder in ein paar Streams mit von der Partie waren, was uns natürlich immer sehr so freut. lustig ist. Ja, Und sehr. wir haben es schon ein paar Mal gesagt, also sowohl unsere Kollegen auf YouTube als auch die Leute in der Community sind einfach so nett und so freundlich und so wohlwollend. Und wir sehen auch vollkommen ein, dass es manchmal konstruktive Kritik gibt an unseren Projekten, Auf und jeden sind Fall. da die Letzten, die irgendwelche solche Kommentare dann löschen oder denunzieren würden, wenn es was Besseres gibt. Also wir sind auch dafür ganz dankbar. Und Immer wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann bitte unbedingt her damit. Also es war noch nie so, dass wir uns irgendwie geärgert hätten oder sonstiges. Manchmal gibt es Gründe, warum wir manches so oder so machen, dass wir das dann eben nicht ändern können oder auf jeden Fall nicht im ersten Moment ändern können. Aber an sich freuen wir uns immer extrem über neue Ideen und neue Kommentare. Denn also unsere Stadt wäre nicht die Stadt ohne euch. Das ist ganz ehrlich. ganz richtig, ja. Wir haben vor kurzem eben anlässlich des ersten Geburtstags unserer Stadt haben wir gesprochen, und da haben wir gesprochen und haben wir gesagt, ja, ich habe gesagt, Rita, ich sag dir was, es ist schon eigentlich jede Menge Aufwand, dieses ganze Projekt, die Stadt alleine schon, und das Ganze noch mehr oder weniger zweigleisig dann auch noch auf YouTube zu fahren. Ihr wisst, wir verbringen teilweise täglich mehrere Stunden damit,
es ist ja nicht damit getan, dass jetzt das Video hier aufgenommen wird. Jeder, der ein YouTube-Video macht oder schon mal gemacht hat, der weiß das. Es gehört dann noch geschnitten, abgeloadet, eingestellt, ein Thumbnail gemacht, dann die Tags gemacht, dann kommen Kommentare und so weiter. Also es ist da schon relativ viel Arbeit dahinter, dann funktioniert ab und zu was nicht, da machen wir selbst einen Fehler oder YouTube macht uns einen Strich durch die Rechnung. Also es ist immer wieder eine Arbeit, die damit verbunden ist. Stimmt. Aber wir wollen euch nur sagen, dass wir uns sicher sind, dass das eine gute Entscheidung ist, die Videos auch auf YouTube zu posten und mehr oder weniger euch am Stadtprojekt teilhaben zu lassen. Auf jeden Fall. Denn das ist eigentlich für uns wir wissen, warum wir das machen, weil wir euch haben und weil unsere Stadt einfach um so viel besser geworden ist und weil wir das Gefühl haben, dass wir hier wirklich gut aufgehoben sind. Bei YouTube, in der Community. Genau, nettes Feedback bekommen. Und ich denke mir, das ist wirklich auch wichtig, denn wir könnten natürlich so vor uns hinbauen und das so machen, wie wir möchten, aber ich glaube einfach, dass es nicht so eine schöne Stadt wäre ohne euch. Ganz genau, ja. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden wir dieses Jahr rein für YouTube gebraucht haben, also abgesehen vom Stadtprojekt, was ja schon Tage und Nächte in Anspruch nimmt immer wieder, was da YouTube-technisch noch dazu kommt, aber wir sagen immer wieder, es ist es uns wert und ihr seid es uns wert und deswegen möchten wir euch noch einmal ganz ein herzliches Dankeschön aussprechen. Haben wir auch zum Beispiel jetzt wieder gesehen beim Winterdorf, was ja das große Projekt des Winters war. Da wollten wir im Sommer nicht weiterbauen, das hat uns nicht so gefreut. Hatten wir keine Lust dazu, aber jetzt im Winter natürlich sind da viele Dinge neu dazugekommen, allen voran natürlich auch dieser Sessellift und so weiter, der auch euch sehr gut gefällt und wo es sehr viele Kommentare dazu gegeben hat. Und auch so extrem nette Sachen wieder. Ich habe dann auch auf Instagram haben wir auch noch Nachrichten bekommen und auch wirklich hätten wir Hilfe dabei bekommen, das alles zu motorisieren. Wir haben uns dann wirklich auch den Kopf darüber zerbrochen, ob wir das jetzt schon machen sollen, denn wir wollen ja eigentlich dann, ihr wisst es, mit der Beleuchtung der Stadt und andere Sachen motorisieren. Da sind wir leider noch nicht so weit. Speziell auch, weil wir eben nicht die technisch versiertesten... Zwei linke Hände. Ja, die technisch versiertesten sind. Aber ich finde es so nett, dass uns jemand einfach die Hilfe von sich selbst anbietet und fragt, kann ich euch da was helfen? Ich hätte da ein paar Tipps. Und das ist einfach extrem nett. Denn das gibt es nur selten, dass man einfach so super unterstützt wird. Und da wollten wir auch mal Danke sagen, dass das einfach, dass ihr so hilfsbereit und so nett seid zu uns. Genau, also an euch geht da natürlich auch ein großer Daumen nach oben und im besten Fall, wenn es geht, würde ein Abo zurück an euch. Wir sehen wirklich, dass viele von euch wahnsinnig tief in unserem Stadtprojekt drinnen sind, teilweise sogar haben wir das Gefühl tiefer als wir selbst. Ihr schreibt uns Sachen, die haben wir selbst noch nie gesehen. Oder die sind uns gar nicht aufgefallen. Und das ist einfach das, was uns so wahnsinnig freut. Ja. Es gibt sehr viele, und das ist jetzt keine, wir wollen das jetzt nicht schlecht reden oder so, aber es gibt viele Kanäle, da wird nur Daumen nach oben geschickt oder nur cool oder nur super oder sonst irgendwas. Und so viele Kommentare unter unseren Videos beinhalten Tipps, konstruktive Kritik, auch Lob, irgendwelche anderen Vorschläge oder Einblicke und das sagt uns dann wirklich, dass ihr euch für uns interessiert und das ist für uns so schön und so toll und wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr da mit dabei seid und wir euch, ihr müsst euch vorstellen, wir bauen da was und haben im Hinterkopf natürlich, wir wollen die Stadt für uns so schön und so toll wie möglich bauen, aber wir haben dann wieder was wir euch zeigen können. Und dann freuen wir uns schon auf die Kommentare. Und das ist einfach für uns so ein großer Lohn und so eine große Freude, die uns damit bereitet, dass wir das eigentlich gar nicht in Worte ausdrücken können. Also von unserer Seite vielen, vielen lieben Dank. Auf jeden Fall. So schlecht das Jahr eigentlich war, so gut haben wir es irgendwie geschafft, da problemlos durchzukommen.
Es war natürlich auch ein schönes Jahr in Bezug auf Lego. Es kamen viele tolle Sets raus. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld wir in diesem Jahr für Lego ausgegeben haben. Wahrscheinlich genug. Aber ja, so soll es halt sein. Die Stadt wurde gegründet und groß ausgebaut. So viele Facetten, Fußballfeld, Züge, Baustelle, Hafen, es wurde einfach so viel gemacht. Ein Riesenvergnügungspark. Was ist denn eigentlich dein Top-Set aus dem Jahr 2020? Welches Set hat dich am meisten begeistert? Ich glaube, es war wirklich die Winkelgasse. Da hängt natürlich damit zusammen, einfach weil ich ein riesen Harry Potter-Fan bin. Es sind so viele andere super Harry Potter Sets auch noch rausgekommen. Also irgendwie ist es schwierig, da eins zu fixieren, denn eben so viele andere tolle Harry Potter Sets sind auch rausgekommen, wie der Private Drive oder das Haus von den Weasleys. Das sind einfach lauter solche Sets, die habe ich mir schon so lange gewünscht, die sind einfach so cool, oder auch die Erweiterung wieder fürs Hogwarts Castle. Irgendwie bleibe ich nur bei Harry Potter. Aber auch zum Beispiel die Barracuda Bay hat mir starke Serie. Ja. Hat mir extrem gut gefallen. Also es ist wirklich schwierig, da einen Favoriten herauszupicken. Ich glaube aber, dass es die Winkelgasse ist. Guter Tipp, die Winkelgasse finde ich auch ein extrem schönes Set. Mein Lieblingsset aus 2020 ist, ich habe auch längere Zeit nachgedacht, ihr denkt euch wahrscheinlich das Krokodil. Das ist sehr knapp dran, aber das Set, wo ich jetzt rückblickend auf den Aufbau und gespannt. Die Features und das Ganze eigentlich am begeistertsten war. Und auch jetzt, obwohl es noch nicht fertig in die Stadt eingebaut ist, was ich mir einfach extrem cool vorstelle, sind die, was du schon erwähnt hast, die Pirates of the Barracuda Bay. Das war ein Set, allein schon die Schachtel in dem Retro-Look, wo rechts oben Legoland steht, dann der Aufbau mit den Figuren und mit den ganzen Hidden Features da in diesem Piratenschiff. Es ist ja sogar ein 2-in-1-Set. Das gefällt mir ja auch so gut. Man kann es, wenn man will, in das Piratenschiff bauen. Und ich finde, das Set ist genial. Also das hat mich eigentlich am allermeisten begeistert. Platz 2 wäre dann vielleicht das Krokodil und Platz 3 das Haunted House, was ja auch sehr cool ist. Da ärgert mich nur ein bisschen, dass diese Mechanik mit diesem Kurbeln irgendwie bei uns noch immer nicht funktioniert. Aber das waren schon coole Sets, und du hast recht, es kamen ja auch tolle andere Sets raus. Wir haben ein paar schöne Lego Creator Häuser zum Beispiel auch jetzt bekommen im Jahr 2020, und wir können jetzt gar nicht sagen, was noch alles so dazugekommen ist. Wir haben ja auch viele alte Sets gekauft, aber das ist für mich, also die Pirates of the Barracuda Bay ist für mich das tollste Set, aber es gab ja auch und da würde es uns interessieren, was ihr dazu sagt, was war denn euer Lieblingsset? Es gab ja auch für Batman-Fans diesen Wagen und diesen Batwing, es gab den Ecto One, es gab die ISS, es gab so viele große Sets, das Piano, Ness, das war wirklich ein Feuerwerk an tollen Sets. Auch die alternativen Klemmbaustein-Hersteller haben ja zugelegt ohne Ende in Sachen Qualität. Also die sind ja auch extrem gut mittlerweile vertreten. Was ist denn euer Lieblingsset, was ihr jetzt 2020 bekommen habt? Ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Also wirklich, weil es hat schon andere Jahre gegeben, wo ich mir gedacht habe, ganz nette Sets, aber aber dieses Jahr war eigentlich immer wieder so, okay, Mist, das müssen wir jetzt auch kaufen. Und eigentlich wollten wir gar nicht so viel Geld ausgeben, aber das gefällt uns auch gut. Also das war ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber fürs Geldbörsel halt nicht ganz so gut immer. Ja, das ist natürlich so, da kann man leider nichts dran ändern. Das hat jede Menge Geld gekostet, aber wir sagen, das ist es uns wert. Wir machen übrigens auch demnächst noch ein Video dazu, wie wir uns dieses ganze Hobby und das ganze Lego finanzieren können. Stimmt, da schaltet auch auf jeden Fall rein, wenn es dann soweit ist. Was ist dein Highlight im Moment jetzt so nach einem Jahr in der Stadt? Was ist das, wo du davor stehst und dir noch immer die Kinnlade bis zum Boden steht? Auch eine schwierige Frage, denn irgendwie hat jeder Bereich doch irgendwas, was mich fasziniert. Ich glaube, am besten
oder wo ich eigentlich am liebsten sitze und schaue, also einfach wirklich nur da sitze und mir die ganzen Details anschaue, ist trotzdem die Downtown. Einfach, ich sitze extrem gern da beim Stadtplatz auf der Seite und schaue einfach in die verschiedenen Straßen gern hinein und schaue mir die Details an. Und da sind wir halt vielleicht auch, weil wir da schon sehr weit sind. Richtig, ja. Ja, dass mir das, glaube ich, am besten gefällt. Ich sehe es auch so, und das ist lustig, weil viele von euch wahrscheinlich denken, dass mir der Eisenbahnhof, der Bahnhof und das Ganze viel besser gefallen wird. Ja. Der ist noch nicht fertig, also vielleicht wird das noch der Platz 1. Im Moment ist es bei mir auch die Downtown. Okay. Und zwar ist das einfach ein unbeschreiblicher Moment. Man kommt bei uns durch diese quietschende Tür, die wir jetzt bald mal ölen werden. Es tut uns übrigens so leid. Wir wissen es, aber jedes Mal, sobald wir durch diese Tür gehen, vergessen wir leider alles andere. Und dann, aber wir haben schon notiert auf der Einkaufsliste. Richtig. Also ich, jedenfalls, wenn ich von mir rede, ich stürme die Stufen auf den Dachboden hinauf wie ein kleines Kind, reiß die Tür auf, schalte das Licht an und man steht direkt vor dieser Innenstadt. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Stadtplätze wir uns angeschaut haben im Internet, auch teilweise auf Instagram und Eurobricks und seitenweise haben wir da abfotografiert, wie unser Stadtplatz ausschauen soll und wie wir das mit den Modular Buildings anordnen, dass das halbwegs cool aussieht. Und dann relativ bald in der Geschichte unserer Stadt haben wir einen fixfertigen Stadtplatz mit anliegendem Stadtzentrum gehabt. Später sind dann noch ein paar Figuren und Autos gekommen und das ist einfach, das sieht, finde ich, aus wie aus einem Guss. Da stehe ich davor und mein Blick schweift so in die Peripherie, wo hinten dann das Windrad und der Baustellenkran und so zu sehen ist. Aber mit dem Stadtplatz und auch den umliegenden Modular Buildings, da bin ich einfach total happy. Und und da haben wir einfach so viele Details mit den verschiedenen Figuren. Dann passiert wieder was, jetzt auch mit dieser erweiterten zweiten Stadtplatz, was der Christoph gebaut hat, wo diese Miniatursets, diese Nano-Builds drauf sind. Das ist einfach, das sind so viele kleine Details mit diesen Verkäufern auf der Seite. Außerdem fährt der Zug dort vorbei. Ich weiß nicht, das ist einfach, es tut sich extrem viel und man sieht extrem viel und das ist schon sehr cool. Aber ich glaube, das ist einfach speziell auch deshalb, weil das schon relativ, also es ist nicht fertig, aber es ist halt schon sehr weit. Ganz richtig, genau. Und da geht es dann auch weiter, was 2021 alles kommt. Also Sets gibt es jede Menge, auf die wir uns freuen. Wir werden in den nächsten Tagen hoffentlich dann schon bald die Polizeistation, das Modular Building in unseren Händen halten. Es kommt eine Erweiterung zur Ninjago City, was niemand mehr geglaubt hat, aber jeder insgeheim gehofft. Unglaublich. Wir hoffen, dass vielleicht auch ein neuer Zug rauskommt, wer weiß. Das neue City-System. Die Straßen werden wir uns erst anschauen, da wissen wir noch nichts Genaueres, aber da sind ein paar interessante Sets dabei, die wir uns bestimmt kaufen werden. Auch bestimmt in Sachen Harry Potter. Also da kommt wieder jede Menge 2021, auf das wir uns freuen. Und wir möchten ja auch die Stadt dann dahingehend noch immer weiter verschönern. Wie du zuerst schon gesagt hast, es soll wirklich so sein, dass in jedem Winkel unserer Stadt, jedem noch so kleinen Eck, irgendeine kleine Geschichte, irgendeine kleine Szene sich gerade abspielt. Das heißt, die Figuren werden nicht nur einfach wahllos hingestellt, sondern es gibt immer eine kleine Geschichte dazu oder jedenfalls was man sich denken kann dabei. Und da sind wir jetzt gerade intensiv am Überlegen, weil wir ja auch noch ein paar so kleine Side-Builds dazu planen, Telefonzellen, Geldautomaten und lauter so kleines Zeug, dass die Stadt einfach immer lebendiger wird. Ja. Das ist natürlich keine leichte Angelegenheit bei dieser Stadtgröße, aber wenn man das schön langsam macht, dann denke ich, dass das doch ganz nett wird, dann habe ich vor, in der nächsten Zeit mal diese Piratenlagune anzufangen, wo ihr ja auch so tolle Kommentare schon geschrieben habt, was wir dort alles machen können. Auch zum Beispiel der Kommentar, dass die Quelle, wo dieser Fluss ist, der soll durch den Wald fließen und dann durch den Vergnügungspark und in die Quelle, in die Lagune münden. Da freue ich mich sehr drauf und
Das wird extrem cool. Ich freue mich auch schon. Ich meine, ich weiß nicht, wann wir dieses Projekt angehen. Wahrscheinlich schon nächstes Jahr. Wir möchten ja auch eine Unterwasserwelt bauen. Denn der Strand, wie gesagt, ist auch wahrscheinlich noch nicht fertig und wir werden noch 10-mal irgendwas umstellen und keine Ahnung was. Aber fürs erste Mal sind wir recht zufrieden. Und ich denke mir, die Unterwasserwelt wird sehr, sehr interessant noch werden. Glaube ich auch. Genauso wie die Mittelalter Stimmt. Szene. Wo wir die hinbauen, wissen wir noch nicht, aber wir haben letztens erst mal wieder geschaut, welche Ritterburgen und Ritter und Pferdchen und so weiter wir haben. Und da planen wir auch was. Das haben wir jetzt aber mal ein bisschen auf die Seite geschoben, weil wir gesagt haben, zuerst muss in der Stadt was passieren. Und dann fragt ihr uns auch immer wieder wegen einem U-Bahnhof und einem Schattenbahnhof. Da habe ich auch schon mal ein bisschen überlegt, wie wir das angehen könnten, weil wir ja noch so viele Züge haben, die nicht oben auf der Platte stehen, sondern unter der Stadt in irgendwelchen Kisten. Die müssten auch noch mal hinauf. Wir planen auch die Downtown auf die andere Seite der Gleise zu erweitern. Vielleicht machen wir das dann, wenn die Polizeistation fertig aufgebaut ist. Ja, und in der Zwischenzeit kommen wahrscheinlich noch tausende andere Projekte dazu, bis wir da hinkommen. Ihr schickt uns wahnsinnig viele Ideen noch zusätzlich. Stimmt. Also es wird bestimmt für uns spannend und hoffentlich für euch auch. Ja, das hoffe ich. Für uns muss ich schon sagen, oder für mich war es wirklich in dieser Hinsicht ein Highlight nach dem anderen. Ich kann mich auch noch erinnern, als wir bei unserem ersten Stream, den wir zuerst schon angesprochen haben im Frühling, wie wir da zu Gast waren und wie es dann geheißen hat, ja, ihr seid jetzt mit im Team, ihr seid mit von der Partie, wie sehr wir uns da gefreut haben und so viele nette Menschen kennengelernt, was wir uns vor einem Jahr noch gar nicht gedacht haben. Das ist ja alles jetzt, natürlich kannten wir den Helden, natürlich kannten wir diverse andere YouTuber, die da irgendwo herumgeistern im Internet, aber so viele Leute, wie wir jetzt kennengelernt haben, so viele nette im letzten Jahr und das ist einfach unglaublich und motiviert uns immer wieder weiterzumachen und noch ein Video zu drehen. Also für uns ist das keine Qual, sondern mehr eine Freude. Ich hoffe, es kommt auch so rüber bei euch, sonst sagt es uns bitte. Aber wir haben so schnell nicht vor, aufzuhören. Nein, das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich denke mir, ja, ich bin schon gespannt und auch wie sie jetzt in einem Jahr dann aussieht. Also wirklich, ich denke mir, vor einem Jahr konnten wir uns das nicht mal annähernd denken, wie das jetzt sein würde. Ich meine, man konnte sich vieles nicht denken, was dieses Jahr gekommen ist. Und das ist eigentlich schon cool, wenn man da zurückblickt, dass man sich denkt, ich glaube, wenn man da in eine Glaskugel hätte schauen können, ich glaube, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte mir gedacht, ja gut, das ist jetzt irgendein Blödsinn, aber von dem her ist es schon echt cool, was sich da getan hat. Und ich bin wirklich gespannt und hoffe, wir sitzen dann nächstes Jahr auch wieder da. Auch wieder mit einem Apfelbeerensaft. Hoffentlich vielleicht mit was drinnen dann. Mal schauen. Ja. Also Projekte gibt es einige, auf die wir uns freuen. Wie gesagt, in nächster Zeit kommen einige Videos zur Stadt. Wir haben da ein paar kleine Ideen, die wir euch noch zeigen wollen, wo wir noch was verbessern können. Es kommen auch wieder Formate wie das hier, wo wir uns einfach mal auf die Couch setzen und mit euch reden. Danke übrigens, dass ihr das Video jetzt schon so lange angeschaut habt. Wir haben uns gedacht, jetzt zum Jahresende habt ihr vielleicht ein bisschen Zeit, ein bisschen Lust, euch mit uns zusammenzusetzen, vielleicht auch mit einem netten Getränk. Oder auch beim Essen oder beim Lego bauen und wollt mit uns ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Wir sind auf jeden Fall ganz hin und weg, dass unser Stadtprojekt schon über 60 Teile hat jetzt. Also hoffentlich werden es nächstes Jahr auch so viel. Mal sehen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge vor und immer wieder Ideen. Oh ja. Ihr seid auf jeden Fall so nett zu euch. Wir haben schon Pakete zugeschickt bekommen. Wir bekommen Briefe, Nachrichten auf Instagram, E-Mails. Videos auf Instagram und auch per E-Mail. Extrem nett und auch von Fotos von euren Städten oder ihr zeigt uns eure Kanalvideos und sonstiges. Ich finde das einfach extrem cool und wir freuen uns da sehr drüber. Genau. Alleine ja, dass wir sowohl auf Instagram als auch auf YouTube schon eigene Fankanäle haben. Ach ja, stimmt. Das ist extrem cool. Also
ein herzliches Dankeschön, dass es Leute gibt, die sich erstens mal so für uns interessieren und sich in zweiter Linie das antun, dass sie wirklich sagen, sie möchten jetzt für uns einen Fankanal machen oder eine Fanpage machen. Unglaublich, unglaublich. Und herzlichen Dank dafür, speziell auch für die Fanpage auf Instagram. Da haben wir uns sehr viel zusammengeschrieben mit den 2 netten Herren, die diese Fanpage betreiben. Vielen Dank an euch beide. Das ist einerseits, wir werden es euch dann unten einblenden, wie die Fanpage genau heißt, damit ihr da auch mal vorbeischauen könnt, denn die haben echt extrem nette Beiträge. Und das ist einerseits eben Pauls Klemmbausteine, der diese Fanpage betreibt, mit Hilfe oder auch eigentlich der eigentliche Gründer, der diese Idee hatte, überhaupt so eine Fanpage zu gestalten. Und das ist der Fishing Hunter. Also vielen Dank an euch beide. Ihr seid echt ein Wahnsinn. Und wir haben uns so gefreut, dass ihr euch das, ja, was heißt antut, aber wir wissen, wie viel Arbeit das ist und deswegen danke an euch, dass ihr das macht und wir freuen uns immer wieder, die neuen Beiträge anzuschauen. Und es ist auch wirklich sehr interessant. Total, ja. Und Shoutout geht natürlich auch raus an Noppensteinchen, der die Geschichte auf YouTube aufgezogen hat. Da blenden wir euch auch den Kanalnamen ein, damit ihr das findet. Also wirklich, wir haben uns das vor einem Jahr noch gar nicht gedacht. Und es gibt allen Ernstes Leute, die wollen von uns, die haben uns schon angefragt, ob wir nicht Tassen haben, Getränketassen und ob wir nicht Sigfix haben und ob wir nicht Autogramme schreiben können. Also das ist echt, ihr seid wirklich der Wahnsinn, Leute. Es freut uns so sehr und wir freuen uns auf ein tolles 2021 mit euch. Es wird bestimmt alles im generellen Leben ein bisschen einfacher und besser wieder werden in Richtung Sommer. Wir hoffen es. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Wir werden weiterhin Lego-Content für euch auf YouTube, Instagram und allen anderen Plattformen produzieren. Ja. Und dann schauen wir, was auf uns zukommt, oder? Ich denke mir das auch. Sind optimistisch und ja, ich hoffe oder wir hoffen, euch hat dieser kleine, aber feine Jahresrückblick gefallen. Wir wollten euch einfach nur ein paar Highlights dieses Jahres noch einmal aufzählen und so in gewisser Hinsicht das Jahr so in Etappen an uns vorbeiziehen lassen und ich kann mich wirklich gar nicht entscheiden, was das Highlight war. Es sind so viele tolle Sachen dabei und wir freuen uns einfach auf alles, was kommt. Rita hat jetzt in der Zwischenzeit sogar schon ihre Harry Potter Figuren aufgebaut, die werden auch in die Stadt kommen. Auf jeden Fall. Und es kommen jede Menge tolle Sets raus, es gibt Updates zur Stadt. Wir freuen uns auf die Interaktion mit euch. Jetzt haben wir gar nicht unseren ersten eigenen Livestream angesprochen. Stimmt. Den wir am das sagen wir jetzt noch kurz, bevor wir uns verabschieden. Bitte bleibt noch kurz dran oder Rita, erzähl einen Joke, dass die Leute unterhalten sind und sich nicht langweilen. So schnell. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben am 24.12. einen eigenen Livestream gestartet. Und wir mussten uns dann fast hinlegen nach diesem Livestream, weil wir so glücklich waren. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an, aber es war so, es war unbeschreiblich cool. Also wir hatten zu Spitzenzeiten, ich glaube, 140 Leute, die alle total aktiv im Chat waren, alle total nett. Wir bekamen sogar Spenden rein, das haben wir uns nie gedacht. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So nette Worte, ich kann mich auch gar nicht erinnern, wie oft uns frohe Weihnachten gewünscht wurde. Und einfach, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da reinzuschauen, das ist wirklich etwas, da haben wir uns extrem gefreut. Denn irgendwie war das so, ja gut, mal schauen, wer jetzt alle wirklich Zeit hat und vielleicht kommt auch gar niemand oder vielleicht irgendwie nur, keine Ahnung, unsere Verwandten, die halt netterweise reinschauen. Und dabei überhaupt nicht. Es sind so viele nette Leute aufgetaucht und dann wieder gekommen und gegangen und wir hatten so viel Möglichkeit mit euch zu schreiben und mit euch zu reden und das war schon, also es war echt eine coole Sache.
Ganz genau, ja. Also und danke nochmal für die Spenden, die ihr uns da gelassen habt. Und es waren wirklich, ich glaube, es waren insgesamt fast 3 Stunden. Ja. Eine ganz entspannte Unterhaltung. Es hat sich niemand komisch verhalten. Wir haben über viele interessante Lego-Themen und auch private Sachen gesprochen. Ihr habt uns viele Tipps gegeben, Fragen gestellt. Also das war total cool und ich glaube, das werden wir sicher wieder mal wiederholen. Wir sind demnächst auch wieder mal bei Building Bricks for Happiness Streams dabei natürlich, aber vielleicht machen wir auch wieder mal so was Eigenes, weil das war echt eine tolle Erfahrung und ihr habt uns wirklich da nochmal gezeigt, dass wie soll ich sagen, ihr habt euch die Zeit genommen, mit uns da in dem Stream zu sein und das am 24.12., wo eigentlich jeder schauen muss, dass er noch alles unter einen Hut bringt mit der Familie und mit dem Einkaufen gehen und so weiter, das war super cool. Also das war für mich wirklich eines der schönsten Weihnachtsgeschenke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da waren wir sind unter dem Christbaum gestanden und wir waren einfach gut drauf. Unglaublich zufrieden und glücklich, ja. Macht euch auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage im Jahr 2020. Oh ja. Hoffentlich habt ihr zu Weihnachten viel Lego bekommen, dass ihr noch etwas zu bauen habt und eure Projekte und eure Träume realisieren könnt. Wir haben so viele Zuschriften bekommen, dass im Jahr 2021 auch unter euch Leute sein werden, die mit neuen Lego-Städten anfangen. Da sind wir schon ganz gespannt, was da auf uns zukommt, auf uns alle. Wir haben extrem viel mitbekommen, auch von manchen, die zum Beispiel zu Weihnachten einen Metroliner bekommen haben. Also wenn ihr das seid, dann lasst den auf jeden Fall eine Runde fahren. Genau. Ja. Genau. Und ja, was sind so die nächsten Pläne? Wir werden am Anfang des Jahres dann wieder durchstarten. Ich glaube, wir lassen uns einfach überraschen, oder? Was da alles auf uns zukommt. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Genau. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr auch mit dabei seid. Und wir freuen uns, wenn ihr uns nette Kommentare schreibt, nette Ideen schreibt, selbst auch was baut, vielleicht uns dann ja sogar irgendwelche Fotos schickt oder sonstiges. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch einen super Start ins neue Jahr. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn alles nach Plan läuft, gibt es dann erst im neuen Jahr wieder ein Video, außer es kommt irgendwas dazwischen. Aber ja, in dem Sinn auf jeden Fall ein gutes neues Jahr. Ja. Passt auf euch auf. Alles Liebe von Bricks Go Wild aus Salzburg. Wir sind 2021 auch wieder mit vollem Elan und voller Stärke und Leidenschaft für Lego mit für euch. Und hoffentlich hält unsere Kamera durch, auch noch ein weiteres Jahr. Auch danke an unsere Kamera, dass sie so brav gefilmt hat dieses Jahr. Und dann sehen wir uns bald wieder. Schreibt uns in die Kommentare, was euer liebstes Set war 2020 oder auf was ihr euch freut 2021. Sowohl von Lego als auch bei uns in der Stadt. Und dann sehen wir uns. Auf jeden Fall. In dem Sinne, rutscht gut rüber und bis bald. Lasst einen Zug fahren und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.